Let's go. Im August findet in Edinburgh das Fringe Festival statt. Das ist ein großes Kunstfestival. Künstler aus der ganzen Welt kommen hierher und bieten ihre Shows an. Es gibt wirklich alles, von Theater, Comedy, Tanz und Kabarett bis hin zu Kinderprogrammen. Hier sieht man eine Auswahl an Zirkusshows, die alle sehr spannend und akrobatisch aussehen. Links gibt es eine Kasse, an der man Tickets kaufen kann. Rechts seht ihr eine große Tafel mit ausverkauften Shows. Alle diese Shows sind nicht mehr buchbar. Man sieht außerdem viele Straßenkünstler und die Stadt wirkt unglaublich lebendig. Es ist wirklich viel los, aber es macht auch wirklich viel Spaß. Das ist wirklich sehr cool. Dieser Mann macht Musik mit einem selbst gebastelten Instrument. Ich glaube, das ist einfach nur ein Rohr und unten gibt es ein Mikrofon. Ich habe keine Münzen, deshalb scanne ich den QR-Code, um dem Mann Trinkgeld zu geben. Es gibt so viele Plakate, so sieht es wirklich an jeder Ecke aus. Überall hängen Plakate für die Fringe Shows. Es gibt überall Werbung. Es gibt einige Essensstände und die Menschen warten geduldig auf ihr Essen. Überall gibt es Leute, die Flyer verteilen und Werbung für ihre Show machen. Ich habe schon einige Flyer bekommen. Ich war Deutscher, Deutsche. Noch mehr Essensstände und einige Sitzmöglichkeiten, um zu essen und sich auszuruhen. Die Shows finden in der ganzen Stadt statt, zum Beispiel in Theatern, aber auch in Bars, Kirchen, Universitätsräumen oder Zirkuszelten. Das ist eine A Cappella-Show mit Studenten aus Oxford. Die Show ist zu Ende und das Publikum klatscht und jubelt. Um herauszufinden, welche Shows ich sehen möchte, blättere ich in diesem dicken Programmheft. Ich nehme einen Stift und ich markiere alle Shows, die mir gefallen. Ich blättere im Heft. Ich umkreise eine Show. Ich kreuze eine Show an. Ich markiere eine Show. Ich unterstreiche eine Show. Es ist Zeit für eine Mittagspause und ich esse in diesem malaysischen Restaurant zum Mittag. Alles sieht so lecker aus. Renn, renn, renn! Du musst dich beeilen. Ich gehe rein und schaue, was es so gibt. Das Kind sitzt auf den Schultern. Das ist ein Programmheft. Das ist ein sehr hübsches Zirkuszelt. Es wurden auch viele Sonnenschirme aufgestellt, die ein bisschen Schatten und Schutz vor der Sonne bieten.
Die Frau rennt und spielt mit ihrem Kind. Hier gibt es eine Bar. Es ist noch früh, aber je später es wird, desto mehr Menschen gibt es an der Bar. Kinder stinken. Stimmt das? Was meint ihr? Ich habe viele Shows gesehen. Eine Show kostet normalerweise zwischen 10 bis 25 Pfund pro Person. Die Shows dauern normalerweise eine Stunde und sind sehr günstig. Es gibt sogar einige komplett kostenlose Shows, bei denen man am Ende einfach den Betrag spendet, den man möchte oder sich leisten kann. Im Rahmen der Military Tattoo Veranstaltung gibt es jeden Abend Feuerwerk. Schauen wir, ob wir es heute sehen. Das Feuerwerk sieht man nur ein bisschen in der Ferne, aber man kann es deutlich hören. Im August finden auch die Highland Games statt. Das sind traditionelle schottische Kultur- und Sportfeste mit sportlichen Wettkämpfen und schottischer Musik. Ich bin bereit und das Ticket ist griffbereit auf meinem Handy. Es gibt eine Warteschlange und ich warte, bis ich an der Reihe bin. Dann zeige ich dem Mitarbeiter mein Ticket. What was the name for it as well? Sarah. And that's you there Yeah. for activities. And I included the program as well. Okay, folks, Thank you enjoy. so much. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Heute sind unglaublich viele Leute unterwegs. Das ist eine aufblasbare Rutschbahn. Kinder können hier hinunterrutschen. Es ist sehr sonnig und viele Menschen haben ihre eigenen Zelte mitgebracht. Sie haben sich gut auf diesen Tag vorbereitet. Einige Menschen sitzen auf dem Boden, andere auf Stühlen und manche stehen. Schauen wir uns ein paar Wettkämpfe an. Diese Frau ist unglaublich stark. Sie wirft ein schweres Gewicht über eine hochliegende Querlatte. Schauen wir uns das noch einmal bei diesem Mann an, der einen Schottenrock trägt. Er hat es leider nicht auf Anhieb geschafft. Das bedeutet, er hat es nicht beim ersten Versuch geschafft. Hier gibt es eine ähnliche Sportart. Man muss ein Gewicht besonders weit schwingen. Aus Sicherheitsgründen gibt es ein Netz rundherum, damit das Gewicht auf keinen Fall das Publikum treffen kann. Meiner Meinung nach ist das eine super interessante Sportdisziplin. So etwas habe ich bisher noch nie gesehen. Es gibt auch Radrennen. Dabei sieht man, wer am schnellsten die Strecke fährt und zuerst das Ziel erreicht. Natürlich gibt es auch schottische Dudelsackmusik. So, meine Lieben, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis bald!